Sind wir mal ehrlich, im Endeffekt gehören mittlerweile Punktesysteme bei uns im Tabletop-Hobby einfach abgeschafft. Und damit meine ich gar nicht, dass man Punkte entfernt aus den Spielsystemen, dass eben keine Armeelisten mehr zusammengestellt werden müssen oder etwas ähnliches, sondern die Art und Weise, wie uns mittlerweile heutzutage die Punkte präsentiert werden. Denn es gibt sicher genug Spielsysteme da draußen, die auch ohne Punkte funktionieren. Mir persönlich ist jetzt keines bekannt. Von den Systemen, die ich aktiv gespielt habe in der Vergangenheit, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, gibt es eigentlich nur Age of Sigmar, wo es damals, als es herausgekommen ist, keine Punkte gegeben hat. Das war aber eigentlich nur ein kurzer Auftritt, das habe ich mir nur einmal angeschaut und dann eigentlich hat es bis zur zweiten Edition gedauert, bis ich dann schlussendlich bei Age of Sigmar eingestiegen bin. Aber ansonsten ist mir kein Spielsystem bekannt, das irgendwie keine Punkte verwendet, aber dennoch gut funktioniert. Falls da irgendjemand was wissen sollte, schreibt das gerne in die Kommentare, denn das würde mich persönlich interessieren, was es hier vielleicht an Spielsystemen bereits gibt, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber jetzt wie gesagt, und noch kurz bevor ich jetzt mit dem Thema anfange, ich mache hier ein bisschen mit Kings of War weiter, während ich hier rede. Wie gesagt, geht es mir hier darum, wie uns Punkte heutzutage präsentiert werden, denn es gibt eine ganze Menge von Spielsystemen da draußen oder beziehungsweise nicht von Spielsystemen, sondern von App-Unterstützungen oder ähnlichen, die wir hier mittlerweile verwenden können in den Spielsystemen, um unsere Armeelisten zusammenzubauen. Egal, ob das jetzt so etwas ist wie Battlescribe, das ich über Jahre verwendet habe, oder eben auch die ganzen Apps, die es mittlerweile gibt, von zum Beispiel die Companion-App von Mantic oder eben auch die verschiedenen Army-Builder-Apps für verschiedene Spielsysteme, egal ob jetzt für Freebooters Fate, Age of Sigmar, Warhammer 40k, all diese Spielsysteme haben ja mittlerweile eigene Army-Builder, die hier verwendet werden können. Habe nur kurz ein Wasser geholt für meine Sachen, um die auswaschen zu können, meine Werkzeuge. Soll aber jetzt schon weitergehen. Wie gesagt, gibt es diese App-Unterstützungen bereits, diese verschiedenen Army-Builder-Varianten und damit verbunden, wieso brauchen wir heutzutage noch in den Codex-Büchern oder auch Armeebüchern und ähnlichem noch irgendwelche Punktesysteme, die hier mit angegeben sind, denn die sind ja eigentlich nicht mehr in irgendeiner Weise notwendig, wenn man sich das Ganze so überlegt. Denn egal ob jetzt Warhammer 40.000 vor allem sich anschaut, das ist ja jetzt so, ich meine, für mich persönlich ist das mittlerweile etwas, das ich aus, dem, aus der Entfernung heraus betrachte, da ich jetzt bei der 10. Edition vor allem noch nichts gemacht habe in irgendeiner Weise. Aber rein von der Außenbetrachtung schaut es für mich jetzt wieder so aus, dass die Punkte schon bei der Veröffentlichung nicht mehr aktuell sind. Aktueller Codex Space Marines, die Punkte waren schon nicht mehr aktuell, als der Codex herausgekommen ist. Und das war ja, glaube ich, auch das gleiche mit den Tyranniden davor. Oder zum Beispiel andere Sache, das neue überarbeitete Command-Protokolls-Regelbuch von Firefight von Mantic ist ja an und für sich schön, dass hier was gemacht wird. Und es ist ja auch schön, dass die Punkte abgedatet werden, damit das Ganze einfach im Balancing gehalten wird. Besser als das in der Vergangenheit auf alle Fälle war, wo man vielleicht jahrelang auf ein abgedatetes Regelsystem warten musste für seine Armee. Soweit finde ich das ja gut, aber das macht halt alles auch sehr viel schnelllebiger heutzutage. Und jetzt hat man eben genau diese Situationen auch bei Firefight, dass man ein Regelbuch bekommt, ein neues, abgedatetes von 2023, neue Regeln, ein bisschen abgeändert, damit es eben gebalanceter ist und eben auch neue Punktesysteme für diverse Einheiten. Das Spiel ist erst vor einem Jahr auf den Markt gekommen und im Endeffekt die ganzen beiden alten Bücher, sowohl das Regelbuch vom vorigen Jahr als auch das Armeelistenbuch dazu, sind damit eigentlich ungültig und hat jetzt jemand nur dafür 40 € ausgegeben letztes Jahr, weil er sich jetzt nicht die Starterbox geholt hat mit den Figuren dazu,
dann ist das eigentlich so gesehen rausgeschmissenes Geld gewesen. Denn die sind einfach nicht mehr gültig. Natürlich, jetzt könnte man wieder sagen, es ist egal, wenn man hier in der Gruppe spielt, weil Turniere gibt es großartig bei Firefly eh noch nicht. Daher nicht so tragisch. Die Gruppe spielt halt dann noch nach wie vor mit den alten Systemen. Natürlich, diese Gruppen wird es geben, die das so machen, keine Frage. Aber doch die meisten, da stimmt ihr mir sicher auch zu, werden auf das neue System wechseln, auf die neuen Regeln und einfach damit auch spielen. Um einfach immer up-to-date zu sein und natürlich auch, wenn ja ein neuer Spieler dazukommen sollte von außen, dass man natürlich mit dem gleichen Regelsystem spielt. Damit verbunden wäre es meiner Meinung nach eigentlich mittlerweile etwas vernünftiger, wenn die Firmen hergehen würden und ganz einfach ihre Punktesysteme zwar beibehalten, diese aber mittlerweile anpassen. Denn es wird so viel mittlerweile digital veröffentlicht und digital gemacht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder Hersteller hat heutzutage seine eigene App, wo die Punktesysteme drinnen sind, beziehungsweise die Armeelisten zusammengestellt werden können. Und die kann man ja up-to-date halten. Es ist hier nicht unbedingt notwendig, dass man in den Codex-Büchern zum Beispiel die Punktesysteme abdruckt. Denn jetzt kommt ein neuer Spieler daher, fängt mit den Space Marines von mir aus an, hat schon jetzt bei der Veröffentlichung nicht mehr die neuesten Punkte im Buch drinnen, weiß das aber möglicherweise gar nicht. Da wäre es vernünftiger, diese Punktesysteme komplett zu streichen aus dem Codex, dass man die dort gar nicht mehr enthält, meiner Meinung nach, dass die dort nicht mehr dabei sind, sondern einfach nur mit der Information, dass es hier eben online bzw. per App die Punkte gibt, die dann auch immer aktuell, up-to-date gehalten werden und dass man auf diese Art und Weise eben seine Armeeliste zusammenstellt. Hat das auch natürlich diverse Nachteile, die das Ganze mit sich bringt, vor allem wenn man dann wieder schaut mit Games Workshop und der Tatsache, dass man eben dort die Punkte aktuell nicht kostenlos dann zur Verfügung hat. Aber das ist zum Beispiel ja auch etwas, an das man dann denken könnte, beziehungsweise wo man dann sagen muss, okay, es macht ja dann doch durchaus Sinn, die Punktesysteme kostenlos eben zur Verfügung zu stellen. Weil es gibt mittlerweile, egal ob das die Companion-App ist von Mantic oder auch eben Army Builder gibt es ja, oder Battlescribe gibt es ja eh schon seit Jahren und das einfach von den Firmen mittlerweile wirklich so eingeführt wird, dass man diese Punkte dann eben wirklich kostenlos zur Verfügung hat und diese dann verwenden kann. Denn das macht's, wie gesagt, ist es unnötig, dass die Punkte in den Armeelisten bzw. in den Codex-Büchern enthalten sind oder eben auch in einem kombinierten Buch wie dem Command-Protokolls-Regelbuch von Firefight oder auch bei Kings of War zum Beispiel. Da kommen ja auch, ist es ja auch so, du hast aktuell das Regelbuch, das aktuelle, dort sind die ganzen Armeelisten drinnen, dann hast du die Companion-App, wo du ebenfalls die Punkte drinnen findest, aber eben immer das aktuellste. Und jetzt kommt in ein paar Wochen das nächste Clash of Kings Buch mit den abgedateten Regeln für Einheiten, falls nötig, aber eben auch mit den neuen Punktewerten und passt das Ganze wieder vom Balancing her wieder etwas weiter an, was ja alles in allem eine sehr, sehr schöne Angelegenheit ist. Aber damit verbunden sind dann die Punktewerte, die wir eben im Regelbuch finden, bei weitem alles andere als aktuell. Und dort bietet es sich dann ganz einfach an, das Ganze komplett wegzulassen. Denn das Command-Protokolls-Buch hätte man vielleicht dann noch ein bisschen günstiger machen können, wenn man dort keine Armeelisten mehr drinnen gehabt hätte, wenn die dort einfach nicht dabei wären, weil dann das Buch bei weitem nicht so dick ist. Das gleiche auch bei den anderen Büchern. Man könnte hier dann ja auch preislich ein bisschen was machen. Natürlich, klarerweise will ich ja auch gar nicht absprechen, dass wir das von Games Workshop so wahrscheinlich nicht bekommen werden, dass sie uns die Punkte kostenlos komplett zur Verfügung stellen. Aber mal so als grundsätzlicher Gedankengang. Wäre es doch eigentlich möglich, die Regeln ganz einfach
bzw. die Punktesysteme ganz einfach aus den Regelbüchern bzw. Kodexbüchern rauszunehmen. Denn wenn man sich so die Kodexbücher eben auch anschaut von 40k oder auch von Age of Sigmar, die sind ja nach wie vor aktuell. Also der Fluff, die haben ja einen Mehrwert, den sie mit sich bringen. Also am Fluff und so weiter, der wird ja immer wieder weiter auch geführt und daran ändert sich nichts. Also das heißt, ein neuer Spieler, der ins System reinkommt, hat hier mit dem ganzen Hintergrund, den er dort findet, Bemalanleitungen und Ähnlichem und natürlich den Regeln selbst natürlich, eine ganze Menge an Material, das er dort brauchen kann, das man verwenden kann, das sinnvoll ist, aus hobbytechnischer Sicht, jetzt nicht unbedingt zum Spielen, außer die Regeln natürlich, aber rein von der punktetechnischen Betrachtung macht es eigentlich keinen Sinn mehr, diese Bücher, da dort schlicht und ergreifend in den meisten Fällen schon nach kurzer Zeit keine aktuellen Punktewerte mehr drinnen zu finden sind. Oder wie seht ihr das? Ich glaube nicht, dass man das irgendwie anders vielleicht vernünftig lösen kann. Also das wäre so ein bisschen meine Überlegung, dass man sagt, es macht eigentlich überhaupt keinen wirklichen Sinn mehr, diese Punktesysteme in den Kodexbüchern oder eben Erweiterungsbüchern zu veröffentlichen. Selbst in Clash of Kings kann man solche Sachen dann weglassen, kann man eben Anpassungen machen, was die Regeln betrifft, beziehungsweise wenn neue Regeln rauskommen oder wie aktuell mit den Twilight King jetzt die neue Armee dazukommt ins Spiel. Vielleicht, dass man dort einmalig, nicht einmal, ist gar nicht nötig, könnte man die Punkte auch weglassen und dann hat man eben nur digital die Companion-App, wo man die Punkte drinnen hat und die können dann auch immer angepasst werden, wenn es notwendig ist und das würde eigentlich viel besser zum Zeitgeist heutzutage passen, als irgendwelche Bücher, wo nach kurzer Zeit oder teilweise schon bei der Veröffentlichung die Punktesysteme eigentlich in keinster Weise mehr relevant sind.